In diesem Video zeige ich euch, wie ihr VNode Bypass als Alternative für Kern Bypass nutzen könnt. Dadurch könnt ihr iPogo in der offiziellen Pokémon Go App verwenden, ohne eine IPA zu installieren. Als erstes benötigt ihr die Pokémon Go App aus dem App Store, falls ihr sie noch nicht installiert habt. Als nächstes müsst ihr den Tweak libkrw von der Bingner Repo installieren, wenn euer iOS-Gerät mit Uncover gejailbreakt ist. Sollte euer iOS-Gerät mit Taurine gejailbreakt sein, benötigt ihr den Tweak libkernrw. Wenn ihr einen der beiden Tweaks nun installiert habt, benötigt ihr die neueste Version von dem Tweak VNode Bypass. Da diese Version noch in der Beta ist, kann man sie noch nicht von dem GitHub-Account des Entwicklers downloaden, weswegen ich für euch die DAB-Datei für den Tweak hochgeladen habe. Den Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Die gedownloadete DAB-Datei könnt ihr dann in Filesa oder dem Paketmanager eurer Wahl installieren. Ich installiere die DAB-Datei mit Filesa. Nach der Installation von der DAB-Datei müsst ihr den Befehl UICache ausführen, um VNode Bypass auf eurem Homescreen sehen zu können. Da ich die DAB-Datei in Filesa installiert habe, kann ich direkt den Aktionsknopf oben links antippen und UICache ausführen. Nun solltet ihr VNode Bypass auf eurem Homescreen finden. Sollte VNode Bypass euch trotzdem nicht angezeigt werden, müsst ihr noch den Befehl ld-restart ausführen, der sollte das Problem beheben. Jetzt benötigt ihr noch den iPogo-Tweak, welcher an der iPogo Repo zu finden ist. Wenn ihr dann iPogo installiert habt, müsst ihr nur noch VNode Bypass öffnen und Start iPogo Launcher antippen und er sollte sich direkt Pokémon Go mit iPogo öffnen. Denkt daran, dass diese Version von VNode Bypass eine Beta-Version ist, also benutzt die auf eigene Gefahr. Wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, würde ich mich über einen positiven Kommentar und ein Abo freuen.